Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sandra Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Sie möchten daher gerne mit Freunden grillen. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo? Wann? Uhrzeit. Was grillen? Wie viele Leute? Getränke? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas, schön dich wiederzusehen. Hallo Mira, das freut mich. Wie geht's dir? Mir geht es ganz gut, danke, und dir? Mir geht es auch gut, danke. Du, was machst du am Wochenende? Hast du etwas vor? Du, was machst du am Wochenende? Hast du etwas vor? Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich nichts Besonderes vor, warum fragst du? Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich nichts Besonderes vor, warum fragst du? Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Wie wäre es, wenn wir zusammen grillen? Wie wäre es, wenn wir zusammen grillen? Zusammen grillen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gegrillt. Zusammen grillen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gegrillt. Also, wir könnten sehr gerne zusammen grillen. Kommt noch jemand, und kann ich meine Freundin mitbringen? Kommt noch jemand, und kann ich meine Freundin mitbringen? Du hast eine Freundin? Seit wann? Natürlich kannst du sie mitbringen. Du hast eine Freundin? Seit wann? Natürlich kannst du sie mitbringen. Ich habe auch Miriam und Anna eingeladen. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Ich habe auch Miriam und Anna eingeladen. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Erst seit ein paar Wochen. Ich erzähle dir am Wochenende, wie wir uns kennengelernt haben. Erst seit ein paar Wochen. Ich erzähle dir am Wochenende, wie wir uns kennengelernt haben. Da bin ich gespannt. Was könnten wir eigentlich genau machen, beziehungsweise was sollen wir eigentlich grillen? Was könnten wir eigentlich genau machen, beziehungsweise was sollen wir eigentlich grillen? Wir könnten gerne Fleisch grillen. Also, entweder Steak oder Schnitzel. Wir könnten gerne Fleisch grillen. Also, entweder Steak oder Schnitzel. Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat und natürlich Brot und Soßen. Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat und natürlich Brot und Soßen. Das hört sich gut an. Und natürlich legen viele Menschen auch Gemüse auf den Grill, beispielsweise Maiskolben. Und natürlich legen viele Menschen auch Gemüse auf den Grill,
beispielsweise Maiskolben. Ja, das stimmt. Ja, und wo sollen wir das Fleisch kaufen? Ja, und wo sollen wir das Fleisch kaufen? Das Fleisch oder die Spieße kann man schon fertig mariniert beim Supermarkt oder beim Metzger kaufen. Das Fleisch oder die Spieße kann man schon fertig mariniert beim Supermarkt oder beim Metzger kaufen. Oder ich kann das Fleisch in einem Dorf in der Nähe unserer Stadt kaufen. Oder ich kann das Fleisch in einem Dorf in der Nähe unserer Stadt kaufen. Dort gibt es nur regionale Produkte. Ah, das ist interessant. Ich würde sagen, wir kaufen das Fleisch einfach im Dorf, da die Qualität viel besser ist. Ah, das ist interessant. Ich würde sagen, wir kaufen das Fleisch einfach im Dorf, da die Qualität viel besser ist. Abgemacht. So machen wir es. Abgemacht. So machen wir es. Wie du weißt, gibt es in unserem Freundeskreis auch viele Vegetarier. Was sollten wir da machen? Wie du weißt, gibt es in unserem Freundeskreis auch viele Vegetarier. Was sollten wir da machen? Dafür gibt es einen Grill, der nur für vegetarische Produkte ist. Dafür gibt es einen Grill, der nur für vegetarische Produkte ist. Super. Und welche Getränke sollen wir kaufen? Super. Und welche Getränke sollen wir kaufen? Was denkst du, wenn wir Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt kaufen? Was denkst du, wenn wir Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt kaufen? Ja, das klingt gut. Also, einverstanden. Ja, das klingt gut. Also, einverstanden. Ich könnte noch einen Kuchen backen. Ich könnte noch einen Kuchen backen. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Also, bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Also, bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Alles klar. Wird es auch Musik geben? Alles klar. Wird es auch Musik geben? Natürlich, eine Grillparty ohne Musik ist keine Party. Natürlich, eine Grillparty ohne Musik ist keine Party. Also, ich kümmere mich um die Musik. Also, ich kümmere mich um die Musik. Perfekt. Aber wo sollen wir grillen? In der Öffentlichkeit? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Perfekt. Aber wo sollen wir grillen? In der Öffentlichkeit? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? In den meisten öffentlichen Parks und Anlagen ist das Grillen leider verboten. In den meisten öffentlichen Parks und Anlagen ist das Grillen leider verboten. Wir grillen einfach in meinem Garten, weil ich einen großen Garten habe. Wir grillen einfach in meinem Garten, weil ich einen großen Garten habe. In meinem Garten ist Platz für viele Gäste. In meinem Garten ist Platz für viele Gäste. Ja, das ist eine tolle Idee. Bei dir ist es schön und grün. Ja, das ist eine tolle Idee. Bei dir ist es schön und grün. Dann haben wir das ja auch geklärt. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Dann haben wir das ja auch geklärt. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es um 11 Uhr, bei mir zu Hause?
Wie wäre es um 11 Uhr, bei mir zu Hause? Das passt mir gut. Na gut, ich freue mich schon darauf. Das passt mir gut. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, bis Samstag. Mach es gut und einen schönen Tag noch. Ich mich auch. Also, bis Samstag. Mach es gut und einen schönen Tag noch. Danke, ebenfalls und bis Samstag. Die Situation. Ihre Freundin Emma muss nächste Woche beruflich verreisen. Sie hat sie gebeten, auf ihre Tochter aufzupassen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen können. Und hier sind einige Notizen. Betreuung der kleinen planen. Wer macht was? Bei den Hausaufgaben helfen. Eine Einkaufsliste machen. Was machen, wenn ein Unfall passiert? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Es ist wirklich heiß hier. Ja, da hast du recht. Ist die Heizung an? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht angemacht. Vielleicht Thomas. Ich habe ihm gesagt, er soll die Heizung nicht anmachen. Vielleicht hat er das vergessen. Soll ich ein Fenster aufmachen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warum nicht? Draußen ist es auch sehr heiß. Es wird dann noch heißer. Ja, das stimmt. Sag mal, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, vielen Dank. Sehr gut, das freut mich. Hast du schon gehört, dass unsere Freundin Emma nächste Woche beruflich verreisen muss? Hast du schon gehört, dass unsere Freundin Emma nächste Woche beruflich verreisen muss? Du weißt ja, dass sie eine kleine Tochter hat, Sarah. Du weißt ja, dass sie eine kleine Tochter hat, Sarah. Sie hat mich gebeten, auf Sarah aufzupassen, ansonsten kann sie ihre Geschäftsreise nicht machen. Sie hat mich gebeten, auf Sarah aufzupassen, ansonsten kann sie ihre Geschäftsreise nicht machen. Ja, Sarah ist so ein süßes Kind, ich kann mich erinnern. Ja, Sarah ist so ein süßes Kind, ich kann mich erinnern. Aber sag mal, wie kann ich dir helfen? Ich habe in der nächsten Woche selber viele Termine und schaffe es daher nicht, mich die ganze Zeit um Sarah zu kümmern. Ich habe in der nächsten Woche selber viele Termine und schaffe es daher nicht, mich die ganze Zeit um Sarah zu kümmern. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir helfen kannst. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir helfen kannst. Wir könnten uns aufteilen. Wäre das bei dir möglich? Wir könnten uns aufteilen. Wäre das bei dir möglich? Natürlich. Wir können das gerne machen. Hast du da eine Idee? Natürlich. Wir können das gerne machen. Hast du da eine Idee? Ja, klar. Meine Termine sind meist vormittags. Ja, klar. Meine Termine sind meist vormittags. Daher wäre es gut, wenn du die Betreuung am Vormittag übernehmen könntest. Daher wäre es gut, wenn du die Betreuung am Vormittag übernehmen könntest. Geht das bei dir? Ja,
das passt gut. Weil ich nächste Woche, vormittags, nicht arbeiten muss. Ja, das passt gut. Weil ich nächste Woche, vormittags, nicht arbeiten muss. Kannst du mir sagen, was ich genau machen soll? Kannst du mir sagen, was ich genau machen soll? Sicher. Sarah muss um 7:45 Uhr zur Schule gebracht werden. Sicher. Sarah muss um 7:45 Uhr zur Schule gebracht werden. Um 16 Uhr ist Schulende, da müsstest du sie wieder abholen. Um 16 Uhr ist Schulende, da müsstest du sie wieder abholen. Was sagst du? Sehr gerne, das ist kein Problem für mich. Sehr gerne, das ist kein Problem für mich. Wie wäre es, wenn wir ihr, vielleicht nach der Schule, bei den Hausaufgaben helfen? Wie wäre es, wenn wir ihr, vielleicht nach der Schule, bei den Hausaufgaben helfen? Das ist ein guter Vorschlag. Sie kann das noch nicht alles alleine machen. Das ist ein guter Vorschlag. Sie kann das noch nicht alles alleine machen. Aber, am Nachmittag habe ich Zeit, und ich kann die Hausaufgaben dann, mit ihr zusammen machen. Aber, am Nachmittag habe ich Zeit, und ich kann die Hausaufgaben dann, mit ihr zusammen machen. Aber wir müssen noch überlegen, was sie gerne isst, damit wir alles rechtzeitig einkaufen können. Aber wir müssen noch überlegen, was sie gerne isst, damit wir alles rechtzeitig einkaufen können. Das stimmt. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Das stimmt. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Das mögen Kinder doch gerne. Und dazu, ein Glas Milch oder Kakao? Das mögen Kinder doch gerne. Und dazu, ein Glas Milch oder Kakao? Das finde ich ganz gut. Und was machen wir zum Mittagessen? Hast du da auch eine Idee? Das finde ich ganz gut. Und was machen wir zum Mittagessen? Hast du da auch eine Idee? Kinder essen doch gerne Nudeln. Wir können Spaghetti mit Pesto kochen. Kinder essen doch gerne Nudeln. Wir können Spaghetti mit Pesto kochen. Und, an einem anderen Tag, auch Reis mit Gemüse und Hühnchenfleisch. Und, an einem anderen Tag, auch Reis mit Gemüse und Hühnchenfleisch. Was denkst du? Wunderbar. Und zum Nachtisch können wir ihr Obst schneiden. Wunderbar. Und zum Nachtisch können wir ihr Obst schneiden. Und vielleicht ab und zu auch ein Eis. Da wird sie sich bestimmt freuen. Und vielleicht ab und zu auch ein Eis. Da wird sie sich bestimmt freuen. Passt, so machen wir es. Hat dir Emma schon gesagt, wie viele Tage sie fort ist bzw. wie lange bleibt sie denn dort? Hat dir Emma schon gesagt, wie viele Tage sie fort ist bzw. wie lange bleibt sie denn dort? Ja, sie weiß es nicht auf den Tag genau. Aber, es werden wahrscheinlich 5 Tage sein. Ja, sie weiß es nicht auf den Tag genau. Aber, es werden wahrscheinlich 5 Tage sein. Das ist ganz schön lange, da müssen wir auf jeden Fall vorher eine Einkaufsliste erstellen und rechtzeitig alles einkaufen. Das ist ganz schön lange, da müssen wir auf jeden Fall vorher eine Einkaufsliste erstellen und rechtzeitig alles einkaufen. Lass uns
das bitte zusammen machen. Denn das werden ganz schön viele Einkaufstaschen sein. Lass uns das bitte zusammen machen. Denn das werden ganz schön viele Einkaufstaschen sein. Natürlich. Wir machen das zusammen. Am besten treffen wir uns übermorgen und besorgen alles. Natürlich. Wir machen das zusammen. Am besten treffen wir uns übermorgen und besorgen alles. Und was ist, wenn Sarah krank wird oder ihr ein Unfall passiert? Was können wir dann machen? Und was ist, wenn Sarah krank wird oder ihr ein Unfall passiert? Was können wir dann machen? Das bespreche ich noch mit Emma. Das bespreche ich noch mit Emma. Sie wird mir die Adresse von ihrem Kinderarzt geben. Den können wir dann im Notfall anrufen. Sie wird mir die Adresse von ihrem Kinderarzt geben. Den können wir dann im Notfall anrufen. Das ist gut zu wissen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es etwas passiert. Das ist gut zu wissen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es etwas passiert. Natürlich nicht, aber für den Notfall ist es besser, vorher Bescheid zu wissen. Natürlich nicht, aber für den Notfall ist es besser, vorher Bescheid zu wissen. Das klingt doch gut. So sind wir auf alles vorbereitet. Das klingt doch gut. So sind wir auf alles vorbereitet. Und im schlimmsten Fall können wir auch immer noch direkt zum Krankenhaus. Und im schlimmsten Fall können wir auch immer noch direkt zum Krankenhaus. Das ist nicht weit weg von Ihrer Wohnung. Das ist nicht weit weg von Ihrer Wohnung. Richtig. Jetzt muss ich aber los, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Bis übermorgen. Richtig, jetzt muss ich aber los, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Bis übermorgen. Alles klar, bis übermorgen, tschüss. Die Situation. Sie haben so einen schönen Innenhof, und da wollten Sie ein Fest machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Ein Fest machen? Wo und wann? Wie viele Leute? Essen, trinken? Musik. Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sarah. Hallo Daniel. Na, wie läuft's gerade? Ich muss sagen, es läuft recht gut. Ich bin gesund und fühle mich wohl. Wie läuft es bei dir? Ja, mir geht's auch ganz gut, danke. Ich muss aber heute mit dem Bus zur Arbeit fahren. Normalerweise fahre ich mit meinem Auto, aber heute ist mein Auto kaputt. Oh nein, tut mir leid zu hören, dass dein Auto kaputt ist. Was ist denn passiert? Ich denke, es ist nur ein kleiner technischer Fehler, aber ich muss es trotzdem reparieren lassen. Hoffentlich wird es nicht zu teuer sein. Verstehe, ich hoffe auch, dass es nicht zu teuer wird. Aber zum Glück hast du noch eine Alternative, um zur Arbeit zu kommen. Wie lange dauert deine Busfahrt heute? Ja, zum Glück habe ich eine andere Möglichkeit. Die Busfahrt dauert normalerweise etwa 30 Minuten.
Aber heute muss ich einen längeren Weg nehmen, da es aufgrund von Bauarbeiten einige Umleitungen gibt. Hoffentlich werde ich nicht zu spät zur Arbeit kommen. Ich drücke dir die Daumen, dass du rechtzeitig ankommst. Aber wenn du mal Hilfe brauchst, um zur Arbeit zu kommen, sag mir einfach Bescheid. Aber wenn du mal Hilfe brauchst, um zur Arbeit zu kommen, sag mir einfach Bescheid. Vielleicht kann ich dich mit meinem Auto mitnehmen. Das ist sehr nett von dir, danke. Ich werde auf jeden Fall daran denken, falls ich in Zukunft wieder ein Transportproblem habe. Ich werde auf jeden Fall daran denken, falls ich in Zukunft wieder ein Transportproblem habe. Kein Problem, wir müssen zusammenhalten. Ja, stimmt. Ich hab bloß in der Arbeit ein wenig Stress. Oh, das tut mir leid. Ist so viel los bei dir, in der Arbeit? Ja, wir haben gerade viele Aufträge, und da muss ich Überstunden machen. Ja, wir haben gerade viele Aufträge, und da muss ich Überstunden machen. Aber sonst ist wirklich alles okay. Okay, dann wünsche ich dir, dass es bald ein bisschen leichter wird. Ich hoffe jedenfalls, dass du in 2 Wochen Zeit hast, auf das Hoffest zu kommen, das ich plane. Ich hoffe jedenfalls, dass du in 2 Wochen Zeit hast, auf das Hoffest zu kommen, das ich plane. Was? Du machst ein Fest? Ja, wir haben doch so einen schönen Innenhof in unserer Wohnanlage. Ja, wir haben doch so einen schönen Innenhof in unserer Wohnanlage. Und da wollte ich immer schon mal ein Fest machen, hab aber bis jetzt nie Zeit gefunden. Und da wollte ich immer schon mal ein Fest machen, hab aber bis jetzt nie Zeit gefunden. Wie findest du das? Ich finde das fantastisch. Brauchst du noch Hilfe beim Planen? Ich würde dich gerne dabei unterstützen. Brauchst du noch Hilfe beim Planen? Ich würde dich gerne dabei unterstützen. Oh ja, voll gerne. Ich wollte dich schon fragen, ob du weißt, was man kochen könnte? Ich wollte dich schon fragen, ob du weißt, was man kochen könnte? Na ja, das kommt darauf an, wie viele Leute kommen. Na ja, das kommt darauf an, wie viele Leute kommen. Hast du da schon eine Anzahl an Leuten, die du einladest? Hast du da schon eine Anzahl an Leuten, die du einladest? Ja, wir werden circa 30 Personen. Meine Familie und ein paar Freunde. Ja, wir werden circa 30 Personen. Meine Familie und ein paar Freunde. Okay, ja, da könnte man grillen, und dann macht man Salate, die kann man schon vorbereiten. Okay, ja, da könnte man grillen, und dann macht man Salate, die kann man schon vorbereiten. Stimmt, das ist sicher super, und macht eine lauschige Atmosphäre. Stimmt, das ist sicher super, und macht eine lauschige Atmosphäre. Die Leute lieben Grillen, also da kann nichts mehr schiefgehen. Die Leute lieben Grillen, also da kann nichts mehr schiefgehen. Ja, und das Brot lässt sich auch leicht besorgen. Sonst braucht man ja nicht viel. Ja, und das Brot lässt sich auch leicht besorgen. Sonst braucht man ja nicht viel. Was denkst du? Ja, genau. Etwas Gemüse noch, und ein paar Soßen.
Ja genau. Etwas Gemüse noch, und ein paar Soßen. Dann brauchen wir noch Getränke, und die Party kann losgehen. Dann brauchen wir noch Getränke, und die Party kann losgehen. Ja klar. Und wie willst du das mit den Sitzplätzen machen? Ja klar. Und wie willst du das mit den Sitzplätzen machen? Also, da habe ich Gartentische, und Bänke und einige Stühle. Also, da habe ich Gartentische, und Bänke und einige Stühle. Außerdem haben unsere Nachbarn einen Pavillon, der leicht zum Aufbauen geht. Außerdem haben unsere Nachbarn einen Pavillon, der leicht zum Aufbauen geht. Das ist ja praktisch. Ich kann dir anbieten, dir beim Aufbauen zu helfen. Das ist ja praktisch. Ich kann dir anbieten, dir beim Aufbauen zu helfen. Ja, da sage ich nicht nein. Ich habe mir gedacht, dass man schon einen Tag vorher die Bänke und Stühle aufstellt und alles etwas dekoriert. Ich habe mir gedacht, dass man schon einen Tag vorher die Bänke und Stühle aufstellt und alles etwas dekoriert. Was sagst du dazu? Oh ja, die liebe Deko. Mit was möchtest du dekorieren? Oh ja, die liebe Deko. Mit was möchtest du dekorieren? Ich liebe Sonnenblumen, und wenn wir auf jeden Tisch einfach eine Vase mit Sonnenblumen stellen und ein paar schöne Steine, fände ich das mega. Ich liebe Sonnenblumen, und wenn wir auf jeden Tisch einfach eine Vase mit Sonnenblumen stellen und ein paar schöne Steine, fände ich das mega. Ja, das hört sich gut an. Und für den Abend, ein paar LED-Lichter auf den Tischen? Ja, das hört sich gut an. Und für den Abend, ein paar LED-Lichter auf den Tischen? Ja, aber die muss ich noch besorgen. Das schreibe ich mir gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Ja, aber die muss ich noch besorgen. Das schreibe ich mir gleich auf, damit ich es nicht vergesse. Die einzige Sorge, die ich habe, ist das Wetter. Was machen wir, wenn es regnet? Die einzige Sorge, die ich habe, ist das Wetter. Was machen wir, wenn es regnet? Dann muss ich es wohl um eine Woche verschieben. Dann muss ich es wohl um eine Woche verschieben. Ja, das stimmt, anders geht es ja gar nicht. Man kann ja kein Hoffes zu Hause machen. Ja, das stimmt, anders geht es ja gar nicht. Man kann ja kein Hoffes zu Hause machen. Das geht wohl wirklich nicht. Das geht wohl wirklich nicht. Dann brauchen wir nur noch Einladungen zu verschicken, und los geht es. Dann brauchen wir nur noch Einladungen zu verschicken, und los geht es. Ich glaube, ich werde keine Einladungen machen, sondern eine Gruppe auf WhatsApp erstellen und damit alle informieren. Ich glaube, ich werde keine Einladungen machen, sondern eine Gruppe auf WhatsApp erstellen und damit alle informieren. Wie findest du das? Das ist auch eine gute Idee. Also, ich bin damit einverstanden. Das ist auch eine gute Idee. Also, ich bin damit einverstanden. Super, das freut mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Super, das freut mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Mach es gut und bis bald. Sehr gerne. Mach es gut und bis bald.
Du auch, bis bald. Die Situation. Ihre Freundin Sandra wird für 2 Wochen in den Urlaub fahren und hat sie gebeten, sich um ihre Wohnung zu kümmern. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wer hilft dabei? Was machen? Wann und wie oft pro Woche? Wann kommt Sandra zurück? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Julia. Wie geht es dir? Hallo David. Mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht es auch gut, danke. Du, ist Sandra im Urlaub? Sie wird für 2 Wochen in den Urlaub fahren. Und hat mich gebeten, ob ich mich um ihre Wohnung kümmern kann. Schön, ich helfe gerne mit. Was müssen wir alles in ihrer Wohnung erledigen? Vielen Dank, David. Wir sollten dafür sorgen, dass ihre Pflanzen gegossen werden und die Post abgeholt wird. Verstehe. Das sind wichtige Dinge, um sicherzustellen, dass alles gut läuft, während sie weg ist. Ja, das ist es. Ich werde sicherstellen, dass wir genügend Wasser für die Pflanzen bereitstellen. Gut. Und wie oft müssen wir die Post abholen? Reicht es, sie alle paar Tage zu überprüfen? Ja, das sollte genügen. Wir könnten jeden 2. Tag vorbeischauen und die Post abholen. Perfekt. Dann werde ich mir eine Erinnerung setzen, damit wir es nicht vergessen. Das ist eine gute Idee. Ich werde mir auch eine Erinnerung setzen. Gibt es noch andere Dinge, die wir in Ihrer Wohnung beachten sollten? Wir sollten auch darauf achten, dass alle Fenster und Türen gut verschlossen sind. Natürlich. Sicherheit ist wichtig, besonders wenn niemand zu Hause ist. Ja, genau. Ich werde immer sicherstellen, dass alles sicher verschlossen ist, bevor wir gehen. Ja, genau. Ich werde immer sicherstellen, dass alles sicher verschlossen ist, bevor wir gehen. Gut, und vielleicht könnten wir auch ein paar Lebensmittel für sie einkaufen, damit sie etwas zu essen hat, wenn sie zurückkommt. Gut, und vielleicht könnten wir auch ein paar Lebensmittel für sie einkaufen, damit sie etwas zu essen hat, wenn sie zurückkommt. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Wir könnten ein paar Grundnahrungsmittel besorgen, wie Brot, Milch und Obst. Wir könnten ein paar Grundnahrungsmittel besorgen, wie Brot, Milch und Obst. Und ich glaube, wir könnten auch ein paar frische Blumen für sie besorgen. Das wäre eine nette Geste. Und ich glaube, wir könnten auch ein paar frische Blumen für sie besorgen. Das wäre eine nette Geste. Was sagst du dazu? Schöne Idee. Sie wird sicherlich überrascht und erfreut sein. Schöne Idee. Sie wird sicherlich überrascht und erfreut sein. Gibt es noch andere Dinge, die wir für sie erledigen sollten? Gibt es noch andere Dinge, die wir für sie erledigen sollten? Nichts weiter, glaube ich. Ich habe bereits mit ihr gesprochen und sie sagte, dass das alles ist, was sie braucht. Ich habe bereits mit ihr gesprochen und sie sagte, dass das alles ist, was sie braucht. Okay, dann sollten wir uns vielleicht auch über die Schlüssel kümmern. Wie werden wir Zugang zur Wohnung haben?
Okay, dann sollten wir uns vielleicht auch über die Schlüssel kümmern. Wie werden wir Zugang zur Wohnung haben? Sie hat mir einen Ersatzschlüssel gegeben. Den könnten wir verwenden, um die Wohnung zu betreten. Sie hat mir einen Ersatzschlüssel gegeben. Den könnten wir verwenden, um die Wohnung zu betreten. Toll. Wir sollten den Ersatzschlüssel sicher aufbewahren und darauf achten, ihn nicht zu verlieren. Toll. Wir sollten den Ersatzschlüssel sicher aufbewahren und darauf achten, ihn nicht zu verlieren. Ja, das ist wichtig. Wir könnten den Schlüssel in einem sicheren Ort aufbewahren. Ja, das ist wichtig. Wir könnten den Schlüssel in einem sicheren Ort aufbewahren. Gibt es noch bestimmte Zeiten, zu denen wir die Wohnung betreten sollten? Gibt es noch bestimmte Zeiten, zu denen wir die Wohnung betreten sollten? Nicht wirklich. Wir könnten zu jeder Tageszeit vorbeischauen, solange es uns beiden passt. Nicht wirklich. Wir könnten zu jeder Tageszeit vorbeischauen, solange es uns beiden passt. In Ordnung. Wir könnten uns einen Zeitplan machen, damit wir uns abwechseln können. In Ordnung. Wir könnten uns einen Zeitplan machen, damit wir uns abwechseln können. Wie findest du das? Das finde ich gut. So ist sichergestellt, dass wir beide die Verantwortung teilen. Das finde ich gut. So ist sichergestellt, dass wir beide die Verantwortung teilen. Genau, und wenn wir schon dabei sind, könnten wir vielleicht auch die Wohnung ein bisschen aufräumen und sauber machen. Genau, und wenn wir schon dabei sind, könnten wir vielleicht auch die Wohnung ein bisschen aufräumen und sauber machen. Guter Vorschlag. Ich glaube, sie würde sich darüber freuen, wenn sie zurückkommt. Guter Vorschlag. Ich glaube, sie würde sich darüber freuen, wenn sie zurückkommt. Ja, das glaube ich auch. Dann sollten wir uns über die Details des Aufräumens und Reinigens absprechen. Ja, das glaube ich auch. Dann sollten wir uns über die Details des Aufräumens und Reinigens absprechen. Ja, ich denke, wir könnten die Böden saugen, die Küche aufräumen und das Bad putzen. Ja, ich denke, wir könnten die Böden saugen, die Küche aufräumen und das Bad putzen. Was meinst du? Klingt vernünftig. Und vielleicht könnten wir auch das Bett frisch beziehen und die Bettwäsche wechseln. Klingt vernünftig. Und vielleicht könnten wir auch das Bett frisch beziehen und die Bettwäsche wechseln. Tolle Idee. Es ist wichtig, dass sie in einer sauberen und gemütlichen Wohnung nach Hause kommt. Tolle Idee. Es ist wichtig, dass sie in einer sauberen und gemütlichen Wohnung nach Hause kommt. Ja, wir könnten uns auch über die Kommunikation mit ihr während ihrer Abwesenheit unterhalten. Ja, wir könnten uns auch über die Kommunikation mit ihr während ihrer Abwesenheit unterhalten. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten ihr gelegentlich eine Nachricht schicken, um sie über den Zustand ihrer Wohnung zu informieren. Wir könnten ihr gelegentlich eine Nachricht schicken, um sie über den Zustand ihrer Wohnung zu informieren. Ich glaube, sie würde sich freuen, wenn wir ihr Updates geben. Ich glaube, sie würde sich freuen, wenn wir ihr Updates geben. Wie werden wir den Schlüssel zurückgeben, wenn sie zurückkommt? Wie werden wir den Schlüssel zurückgeben, wenn sie zurückkommt? Wir könnten uns mit ihr verabreden,
sobald sie zurück ist, und den Schlüssel persönlich übergeben. Wir könnten uns mit ihr verabreden, sobald sie zurück ist, und den Schlüssel persönlich übergeben. Sie wird sicherlich froh sein, dass wir uns so gut um ihre Wohnung gekümmert haben. Sie wird sicherlich froh sein, dass wir uns so gut um ihre Wohnung gekümmert haben. Ich bin so dankbar, dass du mir dabei hilfst, David. Es wäre viel Arbeit alleine. Ich bin so dankbar, dass du mir dabei hilfst, David. Es wäre viel Arbeit alleine. Kein Problem, Julia. Als Freunde helfen wir uns gegenseitig. Kein Problem, Julia. Als Freunde helfen wir uns gegenseitig. Dann lass uns sicherstellen, dass wir alles gut machen, und sie sich keine Sorgen machen muss. Dann lass uns sicherstellen, dass wir alles gut machen, und sie sich keine Sorgen machen muss. Auf eine erfolgreiche Zeit, in der wir uns gut um ihre Wohnung kümmern. Auf eine erfolgreiche Zeit, in der wir uns gut um ihre Wohnung kümmern.